Im April besuchen wir Stockholm. Und wer sich nun fragt, warum man bei Temperaturen knapp über Null ausgerechnet Stockholm besuchen muss, dem kann man nur sagen, aus dem gleichen Grund, warum man bei glühender Hitze im Hochsommer nach Rom fliegt. Weil die Flugpreise so billig sind. Das hat, glaube ich, auch einen Grund. Tapfer erklimmen wir eine Anhöhe, um einen grandiosen Blick über das trübe Stockholm zu genießen. Aber bei dem Wetter will man nicht lange draußen bleiben. Aber es gibt auch schöne Ecken in Stockholm, zum Beispiel die Altstadt Gamla stan. Ja, hier findet man immer ein Café, wo man sich vor der grimmigen Kälte verstecken kann. Wir trösten uns mit dem Gedanken, dass diese Stadt im Sommer eigentlich ganz toll aussieht. Naja, jedenfalls hat mir das Britta so erzählt. Ob ich das glauben soll? Und hier wohnt die königliche Familie. Unter der Brücke? Nein, da. Ach so. Auch in den Einkaufspassagen kann man sich vor dem Wetter gut verstecken. Ah, hier, Britta beim Käse kaufen. Hey, was soll denn das heißen? Naja, oh, da, Comics, schau mal, toll. Was war das hier nochmal? Na, das Nationalmuseum steht sogar da. Stimmt. Und? Hatten die was von Bedeutung? Na, nicht wirklich. Ach so. Und hier kommen wir auf die irrwitzige Idee, eine Dampferfahrt zu machen und uns die Stadt vom Wasser aus anzusehen. Und was reden Sie? Oh, schau mal, das Nordiska Museum. Toll. Schon nach wenigen Metern außerhalb des Hafenbeckens versucht sich der kleine Ausflugsdampfer durch das Packeis zu kämpfen. Da das nicht wirklich überzeugend funktioniert, kehren wir wieder um. Boah, da drüben, das Vasa-Museum. Museum für Knäckebrot? Nee, das Schiff. Dass die Schweden Humor haben, zeigt die Geschichte der Vasa. 1625 ließ sich Schwedenkönig Gustav II. Das größte Kriegsschiff seiner Zeit bauen. Der Bau des Schiffes verbrauchte über 1000 Eichen und entstand auf der kleinen Halbinsel Blasieholmen. Blasieholmen? Mit großem Buhai wurde die Jungfernfahrt im August 1628 gefeiert. Der Stolz der schwedischen Flotte setzte Kurs auf hohe See, versank aber durch eine Windböe nach 1300 Metern noch im Hafenbecken. Der Grund für die Schande wurde heiß diskutiert. Zu viele Kanonen, falsche Gewichtsverteilung oder doch der holländische Baumeister? Allerdings ist der fein raus, denn er starb ein Jahr vor der Fertigstellung. Dumm nur, dass die Masten der gesunkenen Vasa jetzt so unschön aus dem Hafenbecken guckten. Also entschloss man sich, sie einfach abzusägen. Super Idee. 300 Jahre später suchte Anders Franzen dann systematisch mit seinem Handlot im Hafenbecken nach den Resten der Vasa. 5 Jahre später hatte er sie endlich gefunden. Und 1961 wurde sie dann geborgen. Seitdem steht sie im Vasa-Museum nur 1000 Meter von der Stelle entfernt, wo sie gesunken ist. Ah, ist das schön romantisch hier abends. Ja, und die vielen Lichter. Nur leider ist hier nichts mehr los. Stimmt, alles schon zu. Selbst Stockholms Luxuskaufhaus hat schon geschlossen. Dabei sah es von außen so spannend aus. Mist.
Warum haben die keine längeren Öffnungszeiten? Ah, hier, der Sergelstorckplatz. Da hätten wir noch Drogen kaufen können. Unser Hotelzimmer ist ein Musterbeispiel an skandinavischer Bescheidenheit. Du meinst wohl eng. Das will ich jetzt so nicht sagen. Da guck mal, unser Schrank. Der ist ja riesig. 10 Zentimeter. Aber wenigstens gibt es ein Bett. Und Betonwände. Ich finde, Beton gehört in jedes gute Zimmer. Schau mal. Ich zeig dir mal das Bad. Ich sag's doch, ein Musterbeispiel skandinavischer Bescheidenheit. Aber so viel Bescheidenheit? Zum Ende der Reise gönnen wir uns nochmal ein besonderes Highlight. Das Yasuragi Spa, das nur 20 Minuten von Stockholm entfernt liegt. Wie der Name vermuten lässt, handelt es sich beim Yasuragi um einen japanisch angehauchten Wellness-Tempel. Die Zimmer sind schlicht im japanischen Ambiente eingerichtet. Man schläft auf Futonbetten und bekommt ein Kimono, mit dem man die ganze Zeit rumlaufen muss. Aber so ein bisschen Ikea ist trotzdem mit drin. Kaum angekommen ist man auch schon unglaublich entspannt. So richtig entspannen kann man aber erst in den heißen Quellen. Die auf Japanisch Onsen genannt werden und über 40 Grad heiß sind. Herrlich. Wenn man genug davon hat, im Pool zu garen, kann man einen Spaziergang durch die schwedische Natur genießen. Es regnet ja gar nicht. Stimmt. Für wen die Natur zu natürlich ist, der kann auch bei meditativer Unterhaltungselektronik entspannen. Om.